Lina hat der falschen Person vertraut. Nachdenkliches Gesicht. Sie ist Lina. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie arbeitet in einem Restaurant. Sie ist Köchin. Sie lebt mit ihrem Vater in einem Mietshaus. Ihre Mutter ist in ihrer Kindheit gestorben. Lena, du kommst zu spät zur Arbeit. Ich werde das Putzen übernehmen. Du solltest jetzt gehen, du kümmerst dich um mich. Lebe lange, meine Tochter. Ich sollte mich um dich kümmern. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich bin fast fertig. Deine Gesundheit ist mir wichtiger. Du bist meine Verantwortung. Du bist die beste Tochter auf der ganzen Welt. Gott segne dich. Ich gehe jetzt. Pass auf dich auf, Papa. Ich sehe dich am Abend. Ich habe dein Mittagessen gemacht. Es ist im Kühlschrank. Noch eine Sache, vergiss nicht, deine Medikamente rechtzeitig zu nehmen. Das werde ich, meine Tochter. Hab einen tollen Tag. Er ist Martin, er ist Linas Nachbar. Er ist ein großartiger Videoeditor. Guten Morgen. Wo ist Martin? Er hat heute ein Vorstellungsgespräch. Du kennst meinen Sohn sehr gut. Er schläft noch. Du kannst ihn aufwecken. Er hört nicht auf mich und kommt zu spät. Keine Sorge, ich werde ihn aufwecken. Er hat seinen Kurs im Video-Editing abgeschlossen. Ich weiß, dass er diesen Job bekommen wird. Martin, wach auf. Du hast heute ein Vorstellungsgespräch. Du musst jetzt los. Okay, Lina. Bitte kitzle mich nicht, ich werde mich fertig machen. Ich weiß, ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Danke, Lina. Du bist meine beste Freundin. Ich hoffe, ich bekomme diesen Job. Ich brauche ihn wirklich sehr. Viel Glück, Martin. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Ich sehe dich am Abend. Sie ist Amanda. Sie ist ein reiches Mädchen und auch sehr arrogant. Sie ist die Inhaberin einer Video-Editing-Firma. Wo ist dieser dumme Fahrer? Ich habe heute ein wichtiges Meeting. Ich bin schon seit 5 Minuten hier. Ich kann nicht länger warten. Beruhigen Sie sich, Madame. Sie werden bald hier sein. Möchten Sie etwas trinken? Auf keinen Fall, ich will nichts trinken. Du bist auch eine nutzlose Person. Rufen Sie sofort diesen Fahrer an. Ich kann hier nicht länger warten. Sie kennen mich sehr gut. Ich bin sehr reich. Ich kann Sie entlassen. Ich bin hier, Madame. Es tut mir sehr leid, Madame. Lass uns jetzt gehen,
Ich werde sie fahren. Ich werde das nächste Mal vorsichtig sein. Ich war im Verkehr stecken geblieben. Es tut mir nochmal leid. Halt den Mund. Du bist 5 Minuten zu spät. Ich halte es nicht aus. Ich will deine lahmen Ausreden nicht hören. Sie sind gefeuert. Ich brauche sie nicht mehr. Bitte tun Sie mir das nicht an. Es tut mir so leid, Madame. Es war nicht meine Schuld. Ich brauche diesen Job. Bitte feuern Sie mich nicht. Bitte, Madame. Gib ihm eine Chance, er hat eine Familie. Er braucht diesen Job wirklich. Er wird so etwas nicht noch einmal tun. Warum nimmst du seine Seite ein? Du bist auch gefeuert. Ihr beide seid nutzlos. Zeig mir dein Gesicht nie wieder. Geh jetzt raus. Was? Warum, Madame? Warum? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe gesagt, Sie sind gefeuert. Sie werden nie wieder in meine Firma kommen. Ich hasse diese armen Leute. Ich muss jetzt ein Taxi nehmen. Ich muss zur Firma. Hallo Mama. Ich bin angekommen, ich gehe jetzt zur Firma. Ich habe heute ein paar Meetings. Ich sehe dich am Abend. Pass auf dich auf. Was ist passiert? Warum hast du das Auto angehalten? Ist alles in Ordnung? Ich komme zu spät. Es tut mir leid, Madame. Ich glaube, mein Taxi ist kaputt gegangen. Ich kann mein Auto nicht starten. Keine Sorge, ich werde sofort ein Taxi für Sie buchen. Du dummer Fahrer. Du solltest dein Taxi auf den Schrottplatz bringen. Ich komme zu spät. Rufen Sie sofort ein anderes Taxi. Ich kann hier nicht länger stehen. Du kennst mich doch noch gar nicht. Die Suppe ist fertig. Du kannst den Kellner rufen. Er kann diese Suppe nehmen. Unsere Kunden warten. Gott segne dich, Lina. Du bist eine gute Köchin. Du machst leckeres Essen, ich werde für dich beten. Bleib glücklich. Er hat recht, dein zukünftiger Ehemann muss sehr glücklich sein. Du bist sehr schön. Du bist sehr talentiert. Du musst mir dein geheimes Rezept verraten. Danke für das Kompliment. Natürlich werde ich dir mein geheimes Rezept verraten. Ich muss die Toilette benutzen. Ich bin gleich zurück. Mein unschuldiger Martin, ich liebe dich so sehr. Ich wünschte, ich könnte dir meine Gefühle sagen. Ich liebe dich sehr, ich werde dich heiraten.
Ich sehe mir immer dein Foto an. Du bist mein Liebling. Was geht hier vor? Jemand sitzt in diesem Taxi. Ich kann dieses Taxi nicht mit jemandem teilen. Ich brauche ein anderes Taxi. Es tut mir sehr leid, Sie müssen dieses Taxi teilen. Ich kann kein weiteres Taxi buchen. Es wird 20 Minuten dauern. Können Sie warten? Du bist ein nutzloser Fahrer. Ich kann nicht länger warten. Na gut, ich muss dieses Taxi teilen. Hallo, ich bin Martin. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie heißt du? Hallo, Fräulein. Können Sie mich hören? Halt den Mund. Ich will nicht mit dir reden. Ich mag keine billigen Leute. Ich kenne dich nicht, bleib in deinen Grenzen. Na gut. Du bist sehr arrogant. Was hältst du von dir selbst? Du bist doch nur ein normales Mädchen. Du kennst mich noch nicht. Ich bin kein normales Mädchen. Ich bin sehr reich. Sprich nicht noch einmal mit mir. Ich mag keine Fremden. Erzähl mir etwas über dich. Ich habe 5 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe ein Diplom im Video-Editing. Ich denke, ich bin perfekt für diese Position. Oh wirklich? Ich denke nicht. Sie können jetzt gehen. Sie sind nicht perfekt für diese Position. Oh wirklich? Na gut, ich gehe. Einen schönen Tag noch. Bist du der nächste Kandidat? Du kannst jetzt gehen. Dieses Mädchen ist sehr arrogant. Sie stellt niemanden ein, dabei bin ich perfekt für diesen Job. Ich gehe nicht zurück. Ich muss dieses Mädchen treffen. Ich brauche diesen Job. Na gut. Viel Glück. Sie wird dich auch nicht einstellen. Merk dir meine Worte. Guten Morgen. Du, was machst du hier? Verfolgst du mich? Bist du hier für ein Vorstellungsgespräch? Ja, ich bin hier für ein Vorstellungsgespräch. Ich habe mich für diesen Job beworben. Ich hatte keine Ahnung, dass es Ihre Firma ist. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie vorher geärgert habe. Ich weiß, dass Sie mich nicht einstellen werden. Es tut mir nochmal leid. Ich muss jetzt gehen. Hab einen schönen Tag. Beweg dich nicht. Das ist meine Firma. Ich bin die Inhaberin dieser Firma. Du bist für ein Vorstellungsgespräch hier. Bitte nimm Platz. Ich würde gerne Ihren Lebenslauf sehen.
Oh wirklich? Bist du sicher? Vielen Dank. Ich muss ihn einstellen, er hat mich ja im Taxi geärgert. Ich muss ihm eine Lektion erteilen. Ich werde diesen Mann einstellen. Ich sehe, dass Sie eine brillante Schülerin waren. Ihre Noten sind perfekt. Du bist auch eine Goldmedaillengewinnerin. Ich bin beeindruckt. Erzähl mir etwas über dich. Mein Name ist Martin. Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe vor 2 Jahren die Sunshine University abgeschlossen. Ich habe diesen armen Kerl so satt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.